Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge von Creepy, denn ich habe mir mal gedacht, ey Alter, du hast wieder Bock, dich richtig fett zu gruseln. Ich tue jetzt aber genau das, was ich glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben bei einer Creepy-Folge gemacht habe. Ich weiß gar nicht, auf was für ein Video ich reagiere. Denn ich werde mir jetzt einfach so ganz blind ein Video aussuchen, aus meiner Abo-Liste, also von den Leuten, die ich abonniert habe, und gucke, wer von denen ein Video hochgeladen hat. Und das erste, was ich sehe, auf das reagiere ich. Ich weiß nicht, ob es Spooks ist, Nukes Top 5 oder keine Ahnung, was für ein Jingle-Rassabum. Ich lasse mich einfach überraschen. Und wir haben fast 23 Uhr und ich trinke mir jetzt noch einen Kaffee, dass ich fit bin für diese Folge. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch jemals diesen Kanal hier vorgestellt habe. Auf jeden Fall macht dieser Kanal echt unnormal geile Videos. Oh. Ja, genau, und das ist hier das Video, auf was wir reagieren. Jetzt habe ich es weggemacht, na toll. Ja, auf jeden Fall reagieren wir jetzt auf das Video namens Scary Compilation. Weiß nicht. Version 75, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es auch eine gute Länge, das heißt, es wird ziemlich angenehm auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was es da so für schöne Videos gibt. Ja, das ist auch das erste Video mit meiner neuen Tastatur. Die ist schön groß und die ist einfach so richtig chillig. Tut mal gut, mal Neues hier an Equipment zu haben. So, ich würde einfach sagen, wir legen ab jetzt los. At approximately 1:30 in the morning, a truck driver was driving down a road that many truckers try avoiding at all costs. According to rumors, the road in question is believed to be cursed, as many drivers have either seen or been involved in an accident while commuting to their destination through this route. Ist das nicht dieser Bahnübergang, wo damals irgendwie angeblich also das war übrigens auch schon bei Galileo. Das heißt schon was. Aber ich meine, das ist dieser Bahnübergang, wo vor, weiß nicht, 1000 Jahren gefühlt ein Schulbus mit Kindern umgekommen ist und jedes Mal, wenn ein Auto vor den Gleisen hält, sollen wohl die Seelen der Kinder das Auto über den Bahnübergang schieben, damit das euer Auto, sage ich jetzt mal, nicht vom Zug erfasst wird, so wie es den Kindern passiert ist. Ist ziemlich ziemlich creepy auf jeden Fall, wenn man das so hört. Ob das weiß, man weiß es nicht. Also viele haben schon irgendwie Experimente gemacht und haben hinten am Fahrzeug irgendwie, weiß nicht, Babypuder oder so, angebracht. Und dann hat man wohl irgendwie Fingerabdrücke gesehen. Das kann natürlich alles ein Fake sein. Bei Galileo ist man auch gar nicht wirklich schlauer draus geworden. Aber was hier passiert, bin ich mal gespannt. Now, it's not just accidents that often occur here, but also unexplainable sightings. There have been many reports from drivers who claim to have seen shadowy figures standing on the side of the road, as though waiting for someone to pick them up. It's around 1:30 in the morning, somewhere in Louisiana, when a truck driver spots something very peculiar on the road he's on. Knowing the history of this place, he takes out his phone and begins to record. What he captures leaves him totally spooked. Se llama Perfekte. Oh mein Gott, okay, das ist wirklich, das ist spooky as hell. Also, können wir uns das irgendwie noch mal kurz angucken? Man sieht sogar, dass es einfach ein Kind ist. Also, es sieht sogar aus wie ein Mädchen mit langen Haaren hier. Streckt sie jetzt ihren Arm raus. Und ich weiß nicht, was sie da noch in der Hand hält. Aber, also, erstens könnte es auch einfach ein Obdachloser sein in einem Kinderkörper. Och, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall wirklich eine gruselige Sache. Ja, das ist wirklich spooky. Someone, or something, appears to be squatting on the side of the road, doing who knows what, before turning around to look at the driver.
Aside from the fact that it's late at night in the middle of nowhere, the way in which they turn their head and wave at the camera seems quite unnatural. It's for this reason that some viewers believe that a skinwalker or a cryptid of some sort was caught on camera. Lass uns bitte nicht um diese Uhrzeit über Skinwalkers reden. Boah. Da kriege ich wirklich Albträume des Todes. Ich habe damals auf ein Video reagiert, auch mit einem Skinwalker, und ich sag's euch, konnte noch nicht Heier machen. Also Schafe zählen hat selbst nicht mehr geholfen. There's a mall in Peru that is well known for being one of the biggest plazas in the city of Pucallpa. A lot of kids come here as the plaza holds events primarily aimed at children. Even the mascot of this place is designed to appeal to a young audience, which is pretty evident by the numerous TV ads run by this mall. With so many kids running around the place, it's no surprise that accidents often happen here. But one accident in particular has left many people unsettled. In 2016, a young girl named Valentina Yamalith had been playing around at an instant photo booth where an exposed cable from the machine was touching a metal railing near the kiosk. Valentina grabbed onto the railing and was instantly electrocuted. Unfortunately, due to the high voltage she received, Valentina was pronounced deceased only hours later. Understandably, Valentina's family had mourned and grieved for days on end. Fast forward to a few years later, and Valentina's story is no longer talked about. Or so it seems. As of recent, the same plaza where Valentina had passed away has been experiencing strange activity within its stores. It's late at night, after business hours, when a surveillance camera inside a store captures this. Wo soll ich denn jetzt hingucken? Also. Oh Gott. Ah. The video shows what looks to be a small child zooming back and forth at a speed beyond human capacity, as if seeing a child alone inside a store that is closed wasn't strange enough. Okay, wait. Ich finde ja Kinder schon lebend gruselig. Aber tot ist ja noch schlimmer. Also, können wir einmal nochmal kurz zurückspulen? Ich würde mir das gerne nochmal kurz geben. The video shows what looks to be a small child zooming back and... Das ist so crazy, ne? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was ich von sowas halten soll. Das ist, also mittlerweile gehen mir wirklich so die kompletten Argumente aus. Gucken wir uns das einfach weiter an. Ich weiß nicht, was ich sage. Back and forth at a speed beyond human capacity, as if seeing a child alone inside a store that is closed wasn't strange enough. It runs at a supernatural speed. Employees of the mall can't help but think that this may have been the ghost of Valentina, given the tragic history of this plaza. But you be the judge. Was the spirit of Valentina caught on camera, or had something else been captured? Das Ding ist, was ist, also okay, es ist schon creepy, in was für eine Geschwindigkeit dieses Kind rennt. Es sei denn, es ist das Kind von Usain Bolt. Aber ich bin heute so richtig witzig, merke ich gerade, ne? Nein, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Was ist, wenn das Video gar nicht so spät gemacht wurde und die Reinigungsfachkraft, die da vielleicht unterwegs ist, hat ihre Tochter dabei gehabt? Und die Tochter hat einfach da rumgespielt? Ist es auch gar kein Geist? Wisst ihr, was ich meine? Aber hey, wir sind ein Horrorkanal und wir denken natürlich, dass es ein Geist ist. It's late at night when the following happens. Nein. The person recording is alone at home when all of a sudden something bone-chilling is caught on camera. Now the person in question is known as Caitlin, and it was 2 years ago that she was involved in a terrible accident. On August 8th of 2020, Caitlin jumped off a rope swing at a very high altitude, causing her to break her neck after landing on a pile of rocks. Ow. This injury was so severe that she had to stay home for more than a few weeks until she recovered. But during her stay at home, Caitlin would encounter something that still haunts her to this day. No one else is home when this is captured.
Okay, bevor es losgeht, ich brauche was zu trinken. Oh Gott, ich will nicht mehr. Das ist schon wieder zu viel. Oh mein Gott. Oh 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 Gott. Oh, fuck. No. Oh, ich will das gar nicht sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh. Somehow, the two doors God. open on their own, My seemingly at the same time. Feeling beyond spooked, Caitlin sits on her bed, paralyzed with fear. Soon after, the video comes to an end. Alter, ich weiß, wie hätte ich reagiert in der Situation? Ich glaube, ich wäre aus dem Fenster gesprungen, wäre abgehauen. Also Real Talk. Erstmal müsst ihr euch überlegen, unten, ich weiß nicht, ob es aus dem Wohnzimmer kam oder so, man hört übelst das laute Geschepper. Auf einmal rennt sie voller Panik zurück in ihr Schlafzimmer, in ihr Bett, und dann hört man einfach ganz schwere Schritte. Diese Schritte enden vor ihrer Tür. Und dann rüttelt irgendetwas an ihrer Tür. Plötzlich öffnet sich die eine Tür und dann die andere Tür. Und das Ding ist, du siehst einfach nicht, was vor dir steht. Vielleicht stand das Ding auch irgendwie dann vor ihrem Bett und sie konnte es nicht sehen. Und ich denke mir jedes Mal so, was würde ich in so einer Situation machen? Und ich glaube, ich würde wirklich kompletten Herzstillstand kriegen. Das ist so unglaublich crazy. Oh Gott. Fuck you. Oh no. Ach du Heiliger. Just like Oh Gott. Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh mein Gott, ist das schlimm. Just like before, the same door closes on its own, leading viewers to believe that the room itself is haunted. Since then, Caitlin hasn't talked about this or the previous incident. Given how frightened she seemed in both encounters, it might be best to forget about them. After all, this terrifying encounter still haunts her to this day. Oh, shit, jetzt habe ich sie auf stumm geschaltet. Das wollte ich gar nicht. Ja. Okay, ganz kurz. Natürlich wünsche ich ihr alles Gute weiterhin, weil so wie ihr meint, hat sich nicht viel verändert. Also dieses komische Ding, das verfolgt sie immer noch. Ich wünsche ihr alles Gute. Das Ding ist halt so,
das ist, oder das muss ja irgendeine aggressive Präsenz sein. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Anscheinend hat diese Präsenz auch sehr viel Energie. Und das lässt mich daraus schließen, dass das kein Geist ist. Also ich persönlich würde jetzt sagen, das ist kein Geist, sondern vielleicht ein Dämon. Und mit so einer Energie vielleicht sogar noch was Größeres als ein Dämon. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich wünsche das wirklich nicht meinem Todfeind. Boah. Ich habe mich aber gerade so erschrocken, als diese Tür zugeschlagen ist. Ohne Mist. Mir ist schon wieder schlecht. Die 6. Jetzt bin ich mal In this gespannt. short video, a famous musician from Argentina had posted something pretty spooky that occurred at a friend's house. Jimena Barron was visiting a very close friend who she's known for over 5 years. Never has she ever encountered anything like this while being at her place. According to her, she was sitting outside in the backyard when suddenly she felt as though someone had grabbed her shoulder. She immediately gets up and turns around to see who it is, but strangely, no one is there. Now, although this incident doesn't seem that strange, it's the video itself that's by far the strangest. It wasn't until looking at the footage captured by the security camera outside that Jimena was left extremely terrified. If you zoom in on the video, you can see what appears to be a set of fingers touching Jimena's shoulder. Holy It's hard to make out at first, but if you pause the video at the right time, you can see what looks like a robe. Oh mein Gott. Ich meine, gut. Okay, was auch immer sie gefühlt hat oder sie berührt hat. Das Video ist auch sehr verpixelt. Ich weiß auch nicht, wie alt dieses Video ist. Security Cam... Wortfindungsstörungen. Security Cam... Wir machen es mal auf Deutsch. Security-Kameras oder Überwachungskameras sind oft ein bisschen sehr verpixelt, ne? Weil, ich sage jetzt mal, Hauptsache du hast eine Security-Cam und willst ja jetzt nicht so viel Geld für ausgeben, deswegen ist dann die Auflösung auch oft ein bisschen schwammig. Und daher, weiß nicht, kann das auch einfach ein Pixelfehler sein oder so. Und das sieht dann wirklich aus wie eine Hand oder wie so Finger. Aber das ist trotzdem unnormal creepy und gibt mir die komplette Gänsehaut. Of distorted fingers. Now what makes this even creepier is that Jimena stands up soon after the hand appears. Because of this, viewers believe that something had actually touched her. But, as always, what are your thoughts on this? Ghost or something else? You let me know. The following video comes from a man named Bobby who lives with his daughter inside a house where unusual activity has been happening recently. Bobby can't shake the feeling that something is haunting both him and his daughter. He's been documenting these strange occurrences ever since they started, but out of all occurrences, was ist das für ein Zufall, bitte? Und es ist einfach eine Annabelle-Puppe. Es ist eine fucking Annabelle-Puppe. Nicht die Originale, es sind sogar 2 Annabelle-Puppen. Was ein komischer Zufall, dass jetzt womöglich paranormale Aktivitäten folgen werden. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, yo. Hold on. See, she's sleeping. Es ist am helllichen Tag. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. Ich hoffe, die Tür schlägt jetzt nicht zu, ey. Ich hab's nicht heute so mit Türen. I don't know what that sound is, though. Aber das ist ja komplett creepy. What's that, man? Yo, f this. F this. the sound of footsteps is heard right behind him as though someone had walked into the room. Spooked out by the noise, he proceeds to close the cabinet and walk out.
For the next few months, Bobby would continue to post videos of strange happenings in his home, but it's the most recent video that has left him the most concerned. He's alone at home when this is captured. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. Lacht noch. See, I know you hear him pacing in there. Och, es war so klar. Es war so klar. Nah, get out of here, man. Wow. Hört sich das nur so an? Ist es Einbildung oder hört man einfach ein Lachen oder irgendwas von einem Kind? Jetzt bitte, vielleicht habe ich mich auch einfach nur verhört. Wait. Ja, sicher. Bitte ballert euch das rein wie keine Ahnung was. Macht auf krasseste Lautstärke. Von mir aus auch mit euren Kopfhörern oder so. Aber ihr hört einfach so ein ganz leises Kichern von einem Kind. Das hört sich an wie von einem kleinen Mädchen. Hört es euch bitte an. What? Ja. Freaking out. Mysteriously, the same room where the footsteps were heard opens up on its own. Like before, Bobby was spooked out of his mind, but it seems not as much as when the following incident had occurred. Bobby is once again alone at home. Okay, wait. Something unexplained. Warum? Also kann auch sein, dass es hörte sich wirklich an wie so ein Lachen. Warum hat er das jetzt nicht mitbekommen? Also warum sagt er selbst da nichts drüber? Also, wait. Okay, ich habe jetzt noch mal in den Kommentaren geguckt, da schreiben viele natürlich was über den Bobby, aber nicht, dass man dieses Lachen hört. Finde ich, okay, ja gut, vielleicht habe ich, ist es auch einfach eine Fehlinterpretation, aber es hörte sich wirklich einfach an wie so ein Lachen. It always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. Auch richtig witzig, dass der einfach 50.000 gruselige Puppen in seinem Haus hat und sich dann noch fragt, warum es bei ihm spukt. Also What? See? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. We gotta clean up. und du hast every day 50.000 here. gruselige Puppen, Alter. Hello? Boah, so Respekt, ne, wirklich so Respekt. But at least y'all caught that part. Und die Tür geht zu. Yo. Die Tür ist zu. No, I'm good. Oh Don, ich dachte, die Tür hätte sich bewegt. No, Oh I'm Gott, was sehe good. ich heute alles? Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Also wirklich, meinen größten Respekt an dich, Bobby, ne? Wirklich meinen größten Respekt. Also wirklich, ich hoffe, dir und deiner Tochter geht's gut. Aber wirklich, größten Respekt, dass du einfach so chillig mit der Sache umgehst. Klar, der Typ, der scheißt dich safe auch jedes Mal in die Hose, wenn da irgendwas passiert. Aber trotzdem, echt, du hast so
einen krassen Respekt verdient. Oh Gott. Der wohnt da safe immer noch mit seinen 50.000 grusigen Puppen. The toys inside his daughter's room mysteriously start going off by themselves. Now, not much else is known about Bobby's situation, but he continues to post these strange happenings on his channel. He hopes that someone will explain what's happening, as the activity in his house seems to be getting stranger and stranger. Now, the exact source of the following clip is unknown. It was reposted by someone who found the video somewhere. Even without a source though, the footage is still terrifying on its own. It starts off with a group of men who are looking down a manhole. They swear that they either saw someone or something inside it. The man recording takes a closer look and sees this. Boah, ich hab so Schiss, da jetzt reinzuklotzen. Without warning, the head of someone or something pops into view under the open manhole. Its sudden appearance was enough to send the man running away. Like something straight out of a horror movie, the face seemingly disappears as the man steps back. Whatever this was remains a total mystery, but real or not, the unexpected appearance of this ghoulish face is the stuff of nightmares. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444 at... Boah, das hat mir jetzt gerade voll den Scare des Tages gegeben. Real Talk, was ist das für eine... Away. Like something straight out of a horror movie, the face seemingly disappears as a man steps back. Whatever this was. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott, das sieht so richtig aus wie so ein Babyface, wie so eine gruselige Maske. Wow, das ist wirklich... Oh. No, kein Kommentar. Und die 3. This next video was taken inside a mansion that is well known for being extremely haunted. On July 30th of 2022, Sabrina and her husband Carl decide to take a tour of the Aston Hall mansion located in Birmingham, England. The place itself isn't just known for being haunted, but also for its immaculate architecture that many are taken aback when seeing it in person. Oh ja, darüber habe ich schon mal ein Video gesehen bei Overnight. Einer meiner absoluten Lieblings-Horror-Channel. Schaut da gerne mal vorbei. Da haben die auch so ein Video drüber gemacht und das war wirklich unglaublich krank. But to experience the hauntings that tourists have encountered, there's a room in this mansion that once belonged to a young woman named Mary Holt. The story goes that Mary's father had heard that she planned to run away and marry one of the servants who worked there. Upset that his daughter would do such a thing, he goes to her room and locks her inside. Years would pass, and Mary would still be locked up inside this room. It was after 16 years of being grounded that Mary passed away. It is said that she died of starvation, but also partly of a broken heart. Boah. Now, the story itself is quite tragic, but it seems that it wasn't tragic enough for Sabrina's husband, as according to her, he thought it would be funny to call out Mary after learning about her story. This is something Sabrina regrets, as she says that if it wasn't for her spouse calling out Mary, this chilling encounter wouldn't have happened. The two are climbing up the stairs to Mary's room when this is captured. Mary? You mean you no harm? We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? Did you see it? Mary? Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. Hello? Oh, fuck.
Inside Mary's old room, a shadow-like figure darts across the chamber in a swift motion. The two stand in silence while breathing heavily in anticipation. It doesn't show itself again until moments later after being called out by Sabrina's husband, as though acknowledging the husband's summoning. Now, something worth mentioning is that the couple doesn't enter the room to see what's inside. The reason for not doing so, according to them, is that the museum prohibits anyone from entering the room. As with any historical piece on display, this one is off limits to the public. To this day, Sabrina and her husband have no idea as to who or even what was caught on camera. Also ich muss sagen, ich finde es halt immer richtig krass. Also ich sag's halt nochmal, also, weil ansonsten klingt es irgendwie cringe. Für die an Geister glauben, ne? Also ich weiß nicht, ob ich glaube ja auch an Geister. Also gehe ich ja voll offen mit um, so, ne? Auch aufgrund eigener Erlebnisse und so. Deswegen bin ich halt voll im Game. Und für die Leute, die halt auch daran glauben, seid ihr bei mir, wenn ich sage, ich find's halt voll krass, wie krass lange, sag ich jetzt mal, ein Haus, ein einzelnes Zimmer oder whatever heimgesucht werden kann. Das heißt, die Story von Mary ist sie jetzt? Ich hab's irgendwie voll vergessen. Ist ja schon wirklich Jahrhunderte alt. So, und überlegt mal, vielleicht, weiß nicht, vor 400 Jahren beispielsweise hat's genau da gespukt, wo die jetzt stehen. Und wir haben 2023, ich weiß nicht, wie alt jetzt dieser Clip ist, ne? Aber das ist ja trotzdem so mehrere hundert Jahre. Geht immer das Gleiche vor sich. Ich finde, das ist voll bemerkenswert. Oder ich bin einfach nur bescheuert. Noch die 2. Wir nähern uns A immer dem family Ende. who lives in England has been capturing video evidence of strange happenings inside their home. Ever since 1997, the family has been seeing things that they can't seem to explain. More often than not, they would hear strange noises coming out of nowhere and even see things move on their own. To the family, it seems that with every unusual occurrence that happens, the activity intensifies. Now, although they live in a constant state of fear, they still try their best to live comfortably in their own home. On one occasion, the family makes time to chat with one another and a friend of theirs who is visiting them. The father records the occasion on his phone, as moments like this rarely happen. All is going well, when suddenly, this happens. He always pushes it through when I'm sitting on the sofa. It's so annoying. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Deborah? Why are you pulling your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore? Witzig. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh god. Hey, stop hogging the oven. Holy fuck. You go. Alright, You going? I'm We'll told. go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on camera, yeah. I just don't even like. Pointed up the stairs. Oh my. No. I don't go. There's nothing there. No, I can't. There's nothing there. Oh god. No. As if things inside their home have finally Oh mein Gott. Dieses Etwas ist einfach voll aggressiv die Treppe heruntergerannt. Zu denen. Also ich glaube, das ist bis jetzt das Gruseligste, was ich an Schritten jemals erlebt habe. Das Ding ist einfach richtig aggressiv zu denen runtergelaufen, vor deren Füße. Richtig aggressiv. Ich bin so froh, dass man Geister nicht sehen kann. Also zumindest nicht mit dem bloßen Auge. Also naja gut, in den meisten Fällen. So, weil ich will nicht wissen, wie das Ding aussieht, was dir da gerade entgegenrennt. Holy. this happens. The sound of heavy footsteps walking about is heard above them. Seeming slightly unfazed, as they've seen stranger things before, they laugh about it and proceed to check on the source.
but after standing momentarily at the base of the stairs, an unseen presence runs down at full speed. This may just be the scariest encounter they've ever had. But until more videos are posted, it seems that this one will stand out from any other creepy occurrence they experience. Okay. Wir sind jetzt bei, dem letzten angekommen. Das heißt, bei Nummer 1. Wenn euch bis dahin das Video gefallen hat, liked natürlich dieses Video. Und wenn euch meine Reaction bis jetzt dazu gefallen hat, dann liked natürlich auch mein Video. Dieses Video, auf was ich reagiert habe, ist natürlich wie immer in den Kommentaren verlinkt. Und nicht in den Kommentaren, in meiner Bio oder in der Videobeschreibung. Ja, das heißt, jetzt genießen wir nochmal die letzten Minütchen und, das heißt, ich würde sagen, let's go. When it comes to videos of baby monitors that capture something paranormal on camera, they usually tend to be creepy. But this next video may just be a lot more wholesome than scary. Whitney Allen is the mother of 2 children whose father tragically passed away in 2022 after suffering a brain injury caused by a bee sting. Apparently, Whitney's husband was severely allergic to bees. The bee sting he received was enough to send his body into cardiac arrest and affect his brain. After months of being in hospice care, he sadly passed away. To Whitney, the passing of her husband was extremely agonizing. But for him to pass away only 3 months later after the birth of their second child was painfully devastating. The fact that he wasn't able to stay for long to see their child grow up was unbearable to think about. Now, even though she feels that her husband wasn't able to meet their baby in a meaningful way on Earth, she believes that he was able to do so from the beyond. Late one evening, Whitney is looking over at the baby monitor when she sees a mysterious light on her child's head. At first, she thought this light was just a reflection on the screen, but when her child changed position on the bed, the light was still there. She couldn't help but think that this orb was actually her husband, as it seemed to be patting and stroking the baby's head. After months of experiencing total agony, seeing this had brought Whitney a sense of peace. Even though her husband had passed away, she takes comfort in the thought that somehow he's still here. As with most videos, feel free to let me know your thoughts on this one. Das Ding ist, das ist ja nicht mal gruselig, das letzte Video. Also es ist halt mehr traurig und irgendwie schön zugleich. Ich weiß nicht. Das zeigt natürlich, dass Geister nicht nur immer böse sind oder furchteinflößend, sondern wenn das wirklich der verstorbene Vater bzw. Ehemann ist, das ist ja schon echt sehr herzzerreißend, ne? Oh, wow. Meine Lieben, das war eine neue Folge von Creepy. Ich hoffe, diese hat euch sehr gefallen. Ich fand das Video tatsächlich verdammt gut. Also, natürlich auch irgendwo voll... Seit wann kann ich meinen Stuhl so weit nach hinten lehnen? Ich hoffe, der ist nicht kaputt. Okay, warte mal, das ist crazy. Nein, aber das letzte Video, also die Nummer 1, wie gesagt, das fand ich sehr emotional, das fand ich sehr, sehr traurig. Ja. Das war schon... Ich muss sagen, das eine Video, was wir hatten hier mit der einen Treppe, wo da voll laut und voll aggressiv dieser Geist oder Dämon einfach zu denen runtergelaufen ist, das fand ich unnormal heftig. Und was ich auch sehr, 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 sehr gruselig fand, war mit dem Mädchen, was irgendwie
in ihrem Bett lag und immer Geräusche gehört hat und wo sich diese Türen da geöffnet haben. Das fand ich auch mega bone-chilling. Also das war wirklich komplett heftig. Aber ich fand trotzdem, war das ein sehr, sehr gutes Video und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist das euer Problem. Na, Spaß. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video, vielleicht auch zu einem Spiel, keine Ahnung. Werdet ihr zufällig sehen. Bis dahin, haut rein, macht was draus und bis demnächst. I miss something we never have, you know, lying apathetic in my bed. She's really changing the rules of how to do